meine Lieben, heute baue ich den Zylinderkopf ab. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich schon mehrere Teile ausgebaut, da man es so besser zeigen kann. Als ersten Schritt nehme ich den Luftfilterkasten mitsamt Luftmassenmesser und Ansaugrohr raus. Dafür löst man die beiden Muttern hier mit einer 10er Nuss. Macht den Stecker hier vom Luftmassenmesser ab und löst die Schelle vom Ansaugrohr. Jetzt sind noch folgende Dinge zu beachten. Hier steckt noch das Thermostat für die Drosselklappenvorwärmung drin. Da schraubt man die Schraube hier raus mit einer 10er Nuss und zieht den raus. Dann sind hier noch zwei Schläuche dran. Einer für das Leerlaufregelventil und der andere für die KGE. Die beiden rausziehen. Nun kann man es komplett rausnehmen. Nächster Schritt, das Kühlwasser ablassen. Dafür schraubt man die Schraube hier mit einer 19er Nuss raus. Bei mir ist das Kühlwasser schon raus. Beim Wiedereinbau den Dichtring erneuern. Wenn man schon hinten ist, kann man gleich das Hosenrohr vom Abgaskrümmer abschrauben und trennen. Hier war das ein bisschen anders. Hier war ein Fächerkrümmer verbaut und der ist schon raus. Als nächstes die beiden Abdeckungen abnehmen. Die 4 Kappen und den Deckel ab. Und mit einer 10er Nuss die beiden Muttern und hier die 2 Schrauben rausschrauben. Deckel wieder drauf. Ich nehme auch immer die Abschlusswand für die Heizung raus. Die sitzt hier hinten. Dann hat man mehr Platz zum Arbeiten. Das geht ganz einfach. Man schraubt die beiden Kreuzschlitzschrauben ab. Die halten den Kabelkanal. Jetzt nur noch die 3 Schrauben hier, hier und hier mit einer 7er Nuss rausschrauben. Und schon kann man die nach oben rausziehen. Nächster Schritt, den Ansaugkrümmer ausbauen. Den muss man nicht zwingend ausbauen. Man kann ihn auch nur zur Seite legen, aber dann hat man kaum Platz zum Arbeiten. Darum baue ich den aus. Als erstes nimmt man die Steckerleiste für die Einspritzventile ab. Die sitzt ja hier oben drauf. Dafür muss das Massekabel hier ab. Und die beiden Muttern mit einer 10er Nuss abschrauben. Jetzt kann man die Steckerleiste nach oben abziehen. Als nächstes die Stecker von den Zündspulen abziehen. Dafür zieht man den Bügel nach oben und zieht den Stecker nach hinten raus. Jetzt kann man den ganzen Kabelbaum zur Seite legen. Ich habe den Ansaugkrümmer schon abgenommen, denn so kann man es besser zeigen, was man alles abnehmen muss, da manche Stecker und Schläuche nicht zu sehen sind. Ich fange auch gleich mal von unten an. Den Stecker für den Lufttemperaturfühler abziehen. Da drückt man auf die Spange drauf und zieht ihn ab. Als nächstes hier den Schlauch für das Leerlaufregelventil aus dem Sammler ausklipsen. Da ist hier normalerweise eine Haltezunge dran. Die ist bei mir schon abgebrochen. Na, bei der Fuschkarre ja auch kein Wunder. Die drückt man nach oben und zieht den Schlauch nach hinten ab. Als nächstes den Gasseilzug aushängen und zur Seite legen. Dann den Stecker für den Drosselklappenschalter abziehen. Die beiden Schläuche für die Drosselklappenvorwärmung abbauen. Den Schlauch für die Tankentlüftung hier abziehen. Und hier noch den Anschluss für den Bremskraftverstärker abmachen. Jetzt muss man noch die Kraftstoffleitungen abnehmen. Ich mache die immer hier oben ab, da man da besser rankommt. Man kann die auch hier unten abmachen, aber da kommt man ganz schlecht ran. Nur zur Info, die blanke Leitung ist der Vorlauf und die schwarze der Rücklauf. Zum Schluss schraubt man noch die 2 Schrauben mit einer 10er Nuss von den Stützen hier raus.
und die 7 Muttern mit einer 11er Nuss raus. Jetzt kann man den Ansaugkrümmer vom Zylinderkopf abnehmen. So, jetzt kommt man noch viel besser ran. Die beiden Schläuche, Schelle lösen und abziehen. Die beiden Stecker auch abmachen. Der ist, glaube ich, für Fernthermometer und das ist der Temperaturfühler. Die Entlüftung hier ausklipsen. Ich habe den Kühler und das Lüfterrad auch schon ausgebaut, da man so viel mehr Platz hat. Der Kühler ist auch ganz easy auszubauen. Da löst man die 3 Schellen von den Schläuchen und zieht die dann ab. Danach löst man noch die 2 Klammern und schon kann man den Kühler nach oben rausziehen. Der Lüfter ist auch leicht auszubauen. Man nimmt sich einen 32er Maulschlüssel und haut mit einem großen Hammer richtig drauf. Aber aufpassen, das hier ist ein Linksgewinde, also in diese Richtung schlagen. Als nächstes baue ich die Öse hier ab. Dazu schraubt man die beiden Schrauben mit einer 13er Nuss raus. Jetzt kann man das Thermostatgehäuse abschrauben. Hier, hier und hier. Das mache ich mit einer 10er Nuss. Nun mache ich den Stecker vom Magnetventil hier ab. Und vom Nockenwellensensor, das ist dieser hier. Was noch weg muss, ist das Kabel hier vom Kurbelwellensensor. Am besten baut man den aus und legt ihn zur Seite. Dazu muss man mit einem 5er Inbus die Schraube hier rausschrauben. Jetzt noch die 2 Klammern hier und hier abmachen. Jetzt kann man die zur Seite legen. Jetzt noch die Öldruckleitung hier mit einem 19er Schlüssel abschrauben. Dann müsste eigentlich hier soweit alles ab sein. Nächster Schritt, die Zündspulen ausbauen. Dafür schraubt man jeweils 2 Muttern pro Zündspule ab. Das geht am besten mit einer 10er Nuss. Jetzt kann man die Zündspulen rausnehmen. Die 2 Bleche kommen später wieder hier in diese Flucht von den Aussparungen hier. Da werden die Kabel eingeklipst. Die Zündkerzen nehme ich auch gleich raus. Alle Kerzen sind raus. Jetzt kommt noch das Masseband ab. Das schraubt man mit einer 8er Nuss ab. Nächster Schritt, den Ventildeckel abschrauben. Dafür schraubt man alle 15 Schrauben mit einer 10er Nuss raus. Ich mache das immer von außen nach innen. So, jetzt kann ich den Ventildeckel abnehmen. Mann, das war ja leicht. Erstmal die Abdeckhaube ab. Mal sehen, wie die Nockenwellen aussehen.
Sehen echt noch top aus. Das ist schon mal gut. Als nächstes sollte man den ersten Zylinder auf Zündtot stellen. Dafür gibt es einen Absteckdorn für die Kurbelwelle. Der wird da unten reingesteckt, wo jetzt der blaue Verschlussstopfen ist. Jetzt dreht man mit einem 22er Schlüssel an der Kurbelwelle, bis der Absteckdorn ins 2-Massenschwungrad reingeht. Dann ist die Kurbelwelle fixiert. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte es so aussehen wie hier. Die Nockenwellenspitzen der Ein- und Auslassnockenwelle zeigen zueinander. Wenn bei euch die Nockenwellenspitzen da unten sind, müsst ihr den Dorn nochmal rausnehmen und die Kurbelwelle um eine ganze Umdrehung weiter drehen. Nächster Schritt, die Warnungseinheit abbauen. Dafür schraubt man die 6 Muttern mit der 10er Nuss ab. Jetzt könnte man die nach vorne abziehen, aber die wird nicht ohne weiteres abgehen, wegen der Schrägverzahnung. Man muss mit einem 24er Schlüssel hier in der Nockenwelle hin und her bewegen und dabei die Warnungseinheit nach vorne ziehen. Als nächstes muss man den Sekundärkettenspanner nach unten drücken und mit einem Spezialwerkzeug oder einem 1,5 mm Bohrer verriegeln. Den steckt man hier durchs Loch. Jetzt beide Kettenräder komplett mit Kette abnehmen. Dafür schraubt man die 4 Schrauben hier raus mit einer E10er Nuss und die 3 Muttern hier mit einer 10er Nuss. Nun den Sekundärkettenspanner wieder entriegeln und ausbauen. Dazu schraubt man die 4 Schrauben mit einer 10er Nuss raus. Jetzt noch die Kettenführung hier ausbauen. Dafür schraubt man die 3 Schrauben mit einer E8er Nuss raus. Bei mir fehlt schon hier eine Schraube. Unfassbar. Als nächstes den Hauptkettenspanner ausbauen. Ich nehme den komplett raus. Und zwar schraubt man den mit einem 32er Schlüssel raus. Am besten einen Lappen drunter halten, da meistens ein bisschen Öl mit rausläuft.
Jetzt kann man das Kettenrad mit der Kette abnehmen. Das Kettenrad ausfädeln und die Kette sichern, damit die nicht nach unten fallen kann. Bei mir ist es egal, da ich den Motor sowieso überhole. Nächster Schritt, den Zylinderkopf abschrauben. Da schraubt man als erstes die beiden Schrauben vom Räderkastendeckel hier und hier raus. Dafür braucht man eine E8er Nuss. Die beiden Schrauben haben unterschiedliche Längen. Die längere war hier drin, die kürzere war da drin. Als nächstes die 14 Kopfschrauben mit einer E12er Nuss rausschrauben. Dabei ist es wichtig, die Schrauben von außen nach innen zu lösen, damit sich der Zylinderkopf nicht verziehen kann. Ich habe dazu mal eine Skizze gemacht, damit nichts schief gehen kann. So, alle Schrauben sind raus. Und der Zylinderkopf ist gelöst. Jetzt brauche ich den nur noch abnehmen. Der Zylinderkopf ist raus. Und bitte erspart mir die Sprüche, hol dir einen zweiten Mann dazu, dein Kreuz, deine Gesundheit und das ganze Blabla. Mechatroniker ist nun mal ein harter Job und nicht für Weicheier. Punkt. Der Allgemeinzustand von dem Motor sieht erstmal ganz gut aus. Aber das sehen wir dann besser, wenn wir weiter ins Detail gehen. So, das war's auch schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal, eure Gina.